Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU7 im Gemüsegarten und heute wollen wir ein bisschen Gemüse bzw. Obst auch erfahren, denn wir haben es gerade, wo ich das Video noch aufnehme, Pet-Event und dort bekommt man natürlich auch in den Quests, wo haben wir es denn hier, Tag der Tollkühe und Tiere, dreimal mehr Früchte aus Abenteuern, dreimal Früchte aus Pet-Habitaten und so, Pet-Kämpfen. Und das Ding ist, da wir ja auf dem Server auf EU7 exklusiv das Expeditionsevent am Start haben, gibt es dort unter anderem auch Früchte zu finden. Und das möchte ich euch sehr gerne mal zeigen. Und ich hatte auch schon von einigen anderen gehört, dass das wohl noch ein bisschen broken sein soll, weil das gibt nämlich tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr viele Früchte. Und wir werden mal live im Video hier rausfinden, wie viele es denn genau gibt. Also ich hatte die letzten Tage auch schon gespielt. Ich habe hier immer meine 50er Abenteuerlust genommen, weil auf dem Server, ich sage ehrlich, da möchte ich so schnell wie möglich meine Alu durchhaben und ich werde wahrscheinlich auf EU7 noch ein bisschen länger spielen, solange zumindest das Expeditionsevent noch am Start ist, weil ich sage ehrlich, mir ist es relativ egal, sag ich mal, auf dem Server, ob jetzt die Alu hier besser ist oder in den Quests hier. Hier geht es mir einfach nur darum, die schnell abgearbeitet zu haben. Und dafür ist das Expeditionsevent nun mal, muss ich sagen, echt ganz, ganz cool so, ne? Aber wie gesagt, Effizienz und schnell abarbeiten liegt natürlich nicht im gleichen Auge des Betrachters. Um das Ganze mal so ein bisschen hier nachzuvollziehen, wir haben hier jetzt überall 40 Früchte. Und ich nehme einfach mal jetzt die längsten Quests hier an. Ja, und ich hoffe mal, dass wir dann auch dementsprechend gute bekommen. Ich fange mal einfach hiermit an, dass wir die Quest hier irgendwie vielleicht auch zusammenbekommen. Gut, Kuchen können wir auch nehmen, aber ich nehme mal in dem Fall das, weil der bringt mir mal deutlich mehr. Oh Gott, dann nehmen wir den nochmal. Okay, wir brauchen ja jetzt auch nicht so häufig jetzt die Kuchen nehmen hier. Ja, dann nehme ich mal Zeituhren, damit wir hier auch skippen können. So, dann nehmen wir mal den Kuchen. Nochmal den Kuchen. Sehr schön. Prinz. Perfekt. Nochmal ihn hier. Kriegen wir noch die Quest zusammen? Nö. Und dann haben wir das jetzt hier erreicht. Haben die Sterne voll. Die 3, die wir haben wollen. Mal gucken, ob wir jetzt hier Früchte kriegen. Jo. Jetzt bekommen wir hier 2-mal für jedes Reittier. Und man muss sich das so vergleichen zu den Früchten, die man halt in den normalen Quests bekommt, zu den normalen Abenteuern. Jetzt haben wir hier 2-mal für jedes Reittier bekommen, wir haben aber auch 50 Alu investiert, ne? So, jetzt haben wir zum Beispiel, das war auch unterschiedlich gewesen. Gestern hatte ich zum Beispiel die Alu gemacht und da hatte ich in der 50er Quest im Expeditionsevent 4-mal für jedes Pet bekommen. Und haben jetzt quasi aus 50 Alu 2, 4, 6, 8, 10 Früchte bekommen. Ja, das würde ich mal sagen, ist noch in Ordnung, tatsächlich. Oh, ich nehme wieder die 50er an. Ich würde jetzt euch hier empfehlen, die Klopapierrolle hier anzunehmen, aber, über den Frosch, weil der Frosch ist echt bad, muss ich mal so sagen. Aber wir nehmen den jetzt einfach mal. Oh Gott, was nehmen wir denn hier? Scheiße. Das kriege ich auch, weiß ich nicht, ob ich das zusammenkriege. Wir müssen auch noch die andere Quest zusammenkriegen hier irgendwie. Nehmen wir erstmal das hier. So, dann nehmen wir mal den Prinzen hier an, damit wir den auch gleich haben für den Frosch, damit wir die Quest zumindest fertig haben. Der ist immer gut. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal den Frosch. So, dann haben wir die Questline schon mal fertig. Den nehme ich jetzt nicht nochmal an. Da haben wir den Safen noch hier mit dabei. Gut, erreichen wir das noch hier? Ne, ganz knapp nicht. Ah, perfekt. Hätten wir ein bisschen besser spielen können, aber egal. Gut, haben wieder 2-mal jetzt hier bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 4 Früchte für jedes Habitat, sag ich mal, für jedes Element bekommen aus 100 Alu. Ich muss sagen, wie gesagt, gestern war es noch ein bisschen mehr. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht ganz genau, ob das random ist oder ob das jetzt begrenzt worden ist auf 2 Früchte pro Habitat, beziehungsweise halt pro Element. Oh, den nehme ich an, der ist... Ah, schade. Machen wir erstmal die Questline hier soweit fertig. Den Koffer öffnen wir für ein bisschen extra Gold. So, guck mal. Hier haben wir jetzt zum Beispiel extra nochmal einen Früchtekorb. Zusätzlich, ja. Also dahingehend auch nochmal einen Boni, den wir nochmal extra mit abgreifen können. Hier nehmen wir ihn nochmal. Okay, Questline müssen wir noch fertig kriegen auf jeden Fall, damit wir die safe haben. So, und jetzt hoffen, ja genau, auf den habe ich gehofft. Sehr schön.
So, auch wieder nur 39. Aber wir konzentrieren uns hier jetzt nicht auf die XP, sondern halt wirklich auf die Früchte, die wir bekommen. So, und jetzt wir haben mit 40, glaube ich, angefangen. Jetzt haben wir 10, 20, 30, 40, 50. 50 Früchte jetzt mittlerweile gefunden in 150 Alu. Huch. Okay, machen wir... Oh, jetzt habe ich das ein bisschen verdüsbaddelt hier. Machen wir mal weiter. So, wir müssen die Questline erfüllen mit den Pärchen hier. Dann gehen wir hier jetzt immer direkt drauf. Zack. So, also was... Oh, ja, der kommt sehr, sehr gut hier. Was ich euch damit zeigen will, ist, wie viele Früchte man jetzt insgesamt für 300 Alu bekommt. Das ist auf jeden Fall nicht ohne. Und für mein Dafürhalten, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also auf jeden Fall mehr als fürs normale Alu-Spielen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Da, jetzt haben wir zum Beispiel wieder 2 bekommen. Wenn wir Glück haben, bekommen wir ja auch mal zwischendurch. Okay, jetzt haben wir hier wieder genau 100 Alu. Wir machen das mal einfach hier durch, bis wir fertig sind. Gehen auf die Questline hier, damit wir die erstmal so schnell fertig haben wie möglich. Zack, haben wir das. Prinz nehmen wir einmal, der gibt 8 Punkte, das ist immer schon mal ganz gut. Und jetzt haben wir hier wieder die Früchte am Start. Also wir werden mal zusammen addieren, was wir am Ende des Events hier wirklich bekommen durch das Expeditionsevent an Früchten, weil das finde ich schon auf jeden Fall im Verhältnis zum normalen Alu-Questen schon deutlich mehr. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das so sein soll oder ob da noch was passieren wird. Schreibt mir da mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr das gerechtfertigt findet, die Anzahl, die man hier bekommt im Vergleich zu dem, was man zur normalen Quest bekommt. Ob das vielleicht auch ein bisschen animieren soll, das Expeditionsevent vielleicht zu spielen. Ich nehme einfach, dass wir jetzt keine Minuspunkte jetzt noch machen. Genau, das kann natürlich auch sein, so, dass das hier einen Anreiz schaffen soll, das Expeditionsevent mehr wahrzunehmen oder so. Hier haben wir jetzt wieder 2 Früchte, sind noch Level aufgestiegen. Okay, jetzt haben wir keine Sanduhren mehr. Blättern wir mal noch schnell hier eine zusammen, so. Überspringen das noch. So, und jetzt sind wir hier fertig und wir haben... Ja, mit 40 angefangen, jetzt sind wir überall auf 60. Wir hätten wahrscheinlich sogar noch mehr rausziehen können aus der ganzen Angelegenheit, wenn wir vielleicht noch den einen oder anderen Koffer noch zwischendurch geöffnet hätten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt nicht so darauf, jetzt die 3 Sterne voll zu machen, sondern versuchen eventuell nur auf die Koffer zu gehen und scheißen dann auf die XP-Boni, dann hätten wir vielleicht sogar noch mehr Früchte bekommen. Aber wir haben mit 40 pro Element angefangen. Jetzt haben wir 20, 40, 60, 80, 100 Früchte bekommen durch das Expeditionsevent, also 100 Früchte in 300 Alu. Und das ist auf jeden Fall ganz schön viel, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob da noch was dran gemacht wird oder ob das so sein soll. Aber ich finde es schon ziemlich heavy, muss ich sagen. Ist natürlich ein Vorteil und wie gesagt, animiert natürlich auch extrem das Expeditionsevent zu spielen. Aber ich finde es fast schon ein bisschen broken, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man halt wirklich darauf gehen möchte und sagt, ey, ich nehme jetzt wirklich hier die Koffer mit. Ich hätte bestimmt jetzt noch hier und da ein bisschen mehr rausreizen können. Und ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch nicht getestet, wie es aussieht, wenn wir jetzt zum Beispiel weniger Alu spielen. Ich habe ja jetzt nur 50er Quests angenommen, weil ich die Alu sehr schnell fertig haben wollte jetzt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel so 25er oder 10er oder 5er oder 2,5er Quests annehmen, die ja auch zur Auswahl stehen, wie sieht es denn da aus? Ist da die gleiche Anzahl an Früchten eventuell am Start? So, weil dann kann man sich ja noch mehr Früchte zusammenstacken. Wir haben es jetzt mit den größten Quests hier probiert, aber mit kleineren Quests könnte es halt eben auch denselben Effekt haben und dann kommt man auf noch mehr Früchte. Aber damit haben wir jetzt halt eben, ich finde allein schon 100 Früchte für 300 Alu, finde ich schon echt eine kranke Ansage auf jeden Fall. Schreibt mir da sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, das ganze Expeditionsevent wird ja hier exklusiv auf EU7 im Moment getestet, bevor es dann überall gelauncht wird und mal schauen, ob sich daran noch was dreht. Aber bisher haben jetzt erstmal alle Leute davon profitieren können auf EU7.
von diesem Vorteil, sag ich mal. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie es hier aussieht zum Pet-Event mit dem Expeditions-Event. Mal schauen, ob das mit anderen Eventarten vielleicht auch so ähnlich aussehen wird. Ja, mal abwarten, ne? Aber das erstmal so der Zwischenstand auf EU7 mit dem Expeditions-Event in Kombination mit dem Pet-Event. Das war es erstmal soweit von dem Video. Wie gesagt, man hätte vielleicht noch hier und da noch mehr rausholen können, eventuell an Früchten. Aber ich finde so schon extrem viel auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.